Trump versus Harris. Die US-Präsidentschaftswahl am 5. November wird knapp. Trump und Harris schneiden in Umfragen bis jetzt mehr oder weniger 50-50 ab. Und viele sprechen von einer Schicksalswahl. Dramatische Worte passen zu einem sehr dramatischen Wahlkampf. Ich meine, viel krasser hätte man sich's nicht ausdenken können. Trump übersteht Attentatsversuche. Biden zieht sich zurück. Unter anderem, nachdem George Clooney in der New York Times dazu aufruft, überhaupt werfen sich Celebrities mit in den Wahlkampf. Taylor Swift spricht sich für Harris aus. Hulk Hogan zieht sich für Trump aus. Es ist wild, Leute. Und Trump ist eine Mischung aus absurd, lächerlich und hochgefährlich. Ein wütender Mob stürmt das Herz der amerikanischen Demokratie. Abgeordnete fliehen und fürchten um ihr Leben. 5 Menschen sterben, weil der Präsident seine Anhänger mit Lügen zum Widerstand aufruft. Es ist das erste Mal in der amerikanischen Geschichte, dass ein Ex-Präsident wegen einer Straftat verurteilt wurde. In Springfield, they're eating the dogs. The people that came in, they're eating the cats. The list of Trump lies filled an entire page of the New York Times. He posted this, quote, "I hate Taylor Swift." End quote. Bing, bing, bong, bong, bing, bing, bing. Das alles lenkt fast ein bisschen davon ab, dass die USA ein Problem haben, das weit über Trump hinausgeht. Die amerikanische Vorzeigedemokratie wankt und Trump ist eher ein Symptom als die Ursache. Deshalb schauen wir heute mal hinter das ganze Wahlkampfdrama auf die Säulen der amerikanischen Demokratie, warum sie bröckeln und was wir hier in Deutschland daraus lernen können. Also holt euch einen Tee, macht es euch gemütlich, wir steigen durch. Fangen wir wie immer vorne an bei den Basics. Es gibt einmal die Demokraten, Parteifarbe Blau, Parteimaskottchen Esel, politisch eher progressiv links, und die Republikaner, Parteifarbe Rot, Parteimaskottchen Elefant, politisch eher konservativ rechts. Das sind die einzigen beiden regierungsbildenden Parteien in den USA. Und das Land scheint tief gespalten, also Umfrageergebnisse wie gesagt ungefähr 50-50, und je nachdem in welcher Hälfte man nachfragt, sind entweder Trump oder Harris absolut unwählbar. Es geht bei dieser Wahl nicht nur um 2 Personen, sondern um Weltbilder. Klimakrise ignorieren oder bekämpfen. NATO mit oder ohne eine verlässliche USA. Staatliche Gesundheitsversorgung, ja oder vielleicht Pro-Choice oder Pro-Life. Oder doch No to Pro-Abortion. Wenn man No to Pro-Abortion. Aber mit gefühlter Spaltung geben wir uns hier bei MyThinkX natürlich nicht zufrieden. Man kann Spaltung und Polarisierung tatsächlich messen, also nerden wir uns rein. Nerdy by Nature. Wie lässt sich Spaltung in einer Gesellschaft messen? Für die USA führt das Pew Research Center seit Jahren immer wieder Meinungsumfragen zu den gleichen Themen durch. Den Befragten werden Statements vorgelegt wie: Homosexualität sollte gesellschaftlich akzeptiert sein, oder strengere Umweltauflagen kosten zu viele Jobs und schaden der Wirtschaft. Die Befragten müssen dann angeben, stimme gar nicht zu oder voll zu oder eher und so weiter. Jede Antwort wird einer politischen Richtung zugeordnet, also eher links, was in den USA liberal genannt wird, oder rechts, was in den USA conservative heißt, oder halt dazwischen. Dann ergibt sich für alle Befragten so eine Verteilung. Wenn alle Antworten immer derselben politischen Richtung zugeordnet werden, also immer liberal oder immer conservative, dann landet man in diesen Rändern. Eins weiter innen sind dann diejenigen, die eher liberal oder eher conservative sind, und in der Mitte dann alle, die gemischte Ansichten haben. Ihr seht, die beiden Ränder sind klein, hier einmal 3, einmal 7%. Die größte Gruppe, fast die Hälfte, sind mit gemischten Ansichten in der Mitte. Das war jetzt das Umfrageergebnis von 1994. Spannend wird's, wenn wir uns jetzt die Jahre 2004 und 2014 anschauen. Erstmal 2004. Hier sieht's noch grundsätzlich ähnlich aus. Im Vergleich zu 1994 ist die liberale Randgruppe stärker als die konservative, aber nach wie vor macht die Mitte fast die Hälfte aus. Doch jetzt kommt 2014. Die Ränder haben deutlich Zuwachs bekommen. Zusammengenommen haben sich die Ränder verdoppelt, auf Kosten der Mitte. Die ist auf 39% geschrumpft. Anders gesagt, es befinden sich immer mehr Menschen ganz links oder rechts auf dem Spektrum und immer weniger sind mittig einzuordnen. Die Fragen wurden aber nicht nur nach ideologischer Ansicht aufgeteilt, sondern auch nach Wahl der Partei. Hier wieder der Trend zwischen 1994 und 2014. Vor allem, wenn man sich den Median anschaut, also den Durchschnitt, sieht man, wie sich die beiden Seiten voneinander entfernt haben. Und nicht nur das, auch das Feindbild wird klarer. In den 90ern hatten 21% der Republikaner und 17% der Demokraten eine sehr negative Haltung gegenüber der jeweils anderen Partei. Inzwischen ist es in beiden Parteien die Mehrheit. Die Spaltung zeigt sich aber auch in der Gesellschaft demografisch.
Wer Demokraten wählt, lebt eher in Städten als auf dem Land, hat statistisch einen höheren Bildungsabschluss und ist etwas jünger als jemand, der Republikaner wählt. Und die meisten Republikaner sind christlich, bei Demokraten ist es die Hälfte und man findet auch mehr Nicht-Religiöse. Und insgesamt ist der Anteil von Nicht-Weißen oder Minderheiten bei den demokratischen WählerInnen viel höher. Aber es gibt noch mehr. Hier eine interessante Auswertung über Abgeordnete des Repräsentantenhauses. Jeder Punkt steht hier für einen Abgeordneten, links blau für Demokraten, rechts rot die Republikaner. Und jede Linie zwischen zwei Punkten, also zwischen zwei Abgeordneten, steht für eine Übereinstimmung bei einer Abstimmung. Hier sieht man, dass es natürlich sehr viel Übereinstimmung innerhalb der beiden Parteien gab, aber auch einige zwischen den Parteien. So war das zumindest im Jahr 1949. Wenn wir uns jetzt aber mal anschauen, wie sich das bis 2019 entwickelt hat, sehen wir, wie sich die Kongressabgeordneten beider Parteien immer weiter voneinander entfernen. Es gibt immer weniger Übereinstimmung zwischen Demokraten und Republikanern und immer mehr Lagerdenken. Fassen wir zusammen. Spaltung oder Polarisierung lässt sich tatsächlich messen und in den USA nimmt sie stark zu. Nerdy by Nature. Also ihr merkt schon, 94, 2004, 2014, die Daten für 2024 stehen noch aus. Also entweder sind sie noch nicht fertig erhoben oder noch nicht fertig ausgewertet. Also ich bin sehr gespannt, wie sich dieser Trend in den letzten 10 Jahren jetzt noch weiterentwickelt hat. Gefühlt hat die Polarisierung noch weiter zugenommen. Also das ist zumindest meine Wahrnehmung. Aber wenn die Daten raus sind, werden wir euch auf jeden Fall updaten. So viel jetzt erstmal zur Polarisierung und Spaltung. Machen wir weiter mit dem amerikanischen Wahlsystem. Demokratische Wahlen sind natürlich das Backbone einer Demokratie. Aber nicht immer läuft alles so ganz demokratisch ab. Nicht immer wird der Wille des Volkes auch tatsächlich im Wahlergebnis abgebildet. Unser Wissenschaftsredakteur Dr. Jens Völl, den wir nicht nur alle lieben, sondern der auch ziemlich lange in den USA geforscht und gelebt hat, auch während Trumps gesamter erster Amtszeit, kann euch das erklären anhand von 2 konkreten Beispielen. Fangen wir damit an, warum manchmal Präsidenten gewählt werden, die gar nicht die meisten Stimmen bekommen haben. I want you to know, dass weder George W. Bush noch Donald Trump mit der Mehrheit der Stimmen ins Amt gewählt wurden. Und ihr fragt euch jetzt zu Recht, wie kann das sein? Die Demokraten hatten tatsächlich Hunderttausende bzw. sogar Millionen von Stimmen mehr als die Republikaner. Warum wurden Trump und Bush Jr. trotzdem Präsidenten? Das liegt daran, dass nicht die Anzahl der Wählerstimmen den US-Präsidenten bestimmt, sondern das sogenannte Electoral College. Das Electoral College sind die Wahlleute der jeweiligen Bundesstaaten. Das heißt, eine wahlberechtigte Person in den USA gibt ihre Stimme nicht direkt für einen der PräsidentschaftskandidatInnen ab, sondern für einen der Wahlleute im jeweiligen Bundesstaat. Und diese Wahlleute wählen dann den oder die Präsidentin. 2 Dinge sind dabei wichtig. Erstens gibt es in fast allen Bundesstaaten ein Winner-Takes-all-System. Das heißt, ein Staat stimmt geschlossen für die eine oder den anderen Kandidaten, egal wie die Stimmenverteilung innerhalb des Staates aussieht. Und zweitens, wie die Anzahl der Wahlleute pro Bundesstaat berechnet wird. Denn zunächst bekommt jeder Staat grundsätzlich 2 Wahlleute. Und dann bekommt jeder Staat noch eine zusätzliche Anzahl an Wahlleuten, die nach dieser Formel berechnet werden. Okay, die Zahl der Wahlleute richtet sich nach der Bevölkerungszahl im jeweiligen Bundesstaat, aber dabei gibt es Unschärfen, die dazu führen, dass die WählerInnen einen unterschiedlich großen Einfluss auf das Ergebnis der Wahl haben, je nachdem, in welchem Staat sie leben. Wyoming zum Beispiel hat nur etwa halb so viele EinwohnerInnen wie Delaware, aber beide haben 3 Wahlleute. Dadurch kann es zu ungleichen Gewichtungen kommen. 2000 und 2016 beispielsweise haben insgesamt eigentlich mehr WählerInnen für die Demokraten gestimmt. Durch das Wahlleutesystem haben allerdings Bush Jr. und Trump Sr. mehr Stimmen vom Electoral College bekommen und so gewonnen. Die kleineren Staaten werden zum Teil überproportional gewichtet und davon haben vor allem die Republikaner profitiert. Etwa 2/3 der Amis lehnen dieses System ab, darunter auch knapp die Hälfte der Republikaner. Aber das Electoral College ist in der Verfassung der USA festgesetzt und die lässt sich zu Recht nur mit sehr viel politischer Einigkeit ändern. Oh fuck. So viel zur Präsidentschaftswahl. Bei Kongress- und Bundesstaatswahlen kann es noch krasser zugehen, und zwar mit dem sogenannten Gerrymandering. Alle Stimmen sind gleich viel wert. Dafür steht eine Demokratie. Es sei denn, es funkt ein gewisser Salamander dazwischen. Nein, nicht du. Was meine ich damit? Nehmen wir mal an, diese Spielsteine stehen für abgegebene Stimmen bei Kongresswahlen oder Bundesstaatswahlen in den USA. Blau für die Demokraten, rot für die Republikaner. Auf den ersten Blick würde man hier denken, klares Ergebnis. 5 Stimmen für Blau, 4 für Rot, eine absolute Mehrheit. Allerdings werden in den USA WählerInnen nach Wohnort in Bezirke eingeteilt und die Stimmen der Bezirke zusammengerechnet.
Wenn wir unsere Stimmen hier in diese 3 Bezirke einteilen, dann gibt es 2 Siege für die Demokraten und einen für die Republikaner. Wenn wir die Grenzen der Bezirke allerdings so ziehen, verändert sich das Ergebnis komplett. Na sowas. In 2 Bezirken liegen die Republikaner jetzt vorn und gewinnen hier damit die Wahl. Wir sehen, die Art, wie Grenzen gezogen werden, kann den Ausgang der Wahl beeinflussen und das ist kein neues Problem. Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts hat sich der Gouverneur Elbridge Gerry einen Wahlbezirk zurechtgelegt, der in der Presse als Salamander auf die Schippe genommen wurde. Der Begriff des Gerrymandering bzw. Gerrymandering war geboren. Und solche Salamanderbezirke gibt es bis heute. Dabei werden die Einteilungen durchaus mal sehr kreativ. Solche Grenzziehungen werden oft bewusst von der aktuellen Regierung gezogen, um die Wahlbezirke zu ihren Vorteilen umzugestalten. Gerrymandering wird übrigens von beiden Parteien vorangetrieben, schadet aber im Schnitt eher den Demokraten. Allgemein führt diese Verzerrung von Wahlbezirken dazu, dass Wahlen nicht so gerecht sind, wie sie sein könnten. Vereinzelt wurde es deshalb auch schon gerichtlich aufgehoben. Wenig überraschend, in Bezirken mit starkem Gerrymandering geht die Wahlbeteiligung häufig runter und das ist natürlich schlecht für die Demokratie. Doch selbst wenn Wahlen an sich demokratisch ablaufen, können ja trotzdem Personen gewählt werden, die demokratiefeindlich sind, die Wahlen nur gut finden, solange sie damit ins Amt gewählt werden, dann aber am liebsten eine Diktatur hätten. Oder zumindest so ein bisschen Diktatur. Under no circumstances you are promising America tonight you would never abuse power as retribution against anybody. Except for day one. Except Look, for? he's going crazy. Except for day one. Meaning? I want to close the border and I want to drill. That's not retribution. I'm gonna be, you know, he keeps, we love this guy. He says, you're not gonna be a dictator, are you? I said, no. Other than day one. Damit demokratisch gewählte Vertreter ihre Macht nicht missbrauchen können, gehört zu einer Demokratie noch etwas, das ihr in der 9. Klasse wahrscheinlich langweilig fandet, obwohl es mega geil ist. Chemie. In diesem Fall ist es Gewaltenteilung. Wir erinnern uns, Exekutive, Judikative, Legislative. In den Staaten sagt man, dass Checks and Balances zu den Aufgaben der 3 Gewalten gehören. Die Macht muss gecheckt, also kontrolliert, und gebalanced, also verteilt werden. Fangen wir an mit der exekutiven, der ausführenden Gewalt. An der Spitze steht der Präsident oder die Präsidentin. Bisher waren es nur Präsidenten. Außerdem gehören die Vizepräsidentin, das Kabinett und verschiedene Bundesbehörden dazu. Der Präsident ist Staatsoberhaupt, Regierungschef und Oberbefehlshaber des Militärs. Außerdem kann er sogenannte Executive Orders erlassen. Executive Orders machen aus Worten des Präsidenten gesetzesähnliche Anweisungen und das vorbei am Parlament. Generell hat der amerikanische Präsident sehr viel mehr Macht als jetzt zum Beispiel der deutsche Bundespräsident oder auch Bundeskanzler. Der amerikanische Präsident ist auch an keine Parteilinie gebunden und kann so die politische Ausrichtung viel stärker beeinflussen. Machen wir weiter mit der Legislative. Das ist die gesetzgebende Gewalt. Die liegt in den USA beim Kongress, dessen Mitglieder ebenfalls gewählt werden. Der Kongress sitzt im Kapitol und besteht aus 2 gleichwertigen Kammern, dem Repräsentantenhaus und dem Senat, die zusammenarbeiten müssen, um Gesetze zu entwickeln. Ob gegen Gesetze verstoßen wurde und was das für Konsequenzen hat, entscheidet die Judikative, die rechtssprechende Gewalt. Zur Judikative zählen alle Gerichte. Das oberste Gericht ist der Supreme Court, ähnlich wie das deutsche Bundesverfassungsgericht, also die oberste juristische Instanz in den USA. Da sind die aktuellen RichterInnen am Supreme Court. Ihre Urteile haben politische Konsequenzen für das ganze Land. Soweit die 3 Säulen, auf denen die amerikanische Demokratie aufgebaut ist. Allein das Aufteilen der Macht auf diese 3 Säulen ist ein wichtiger Teil, Balance, der Gewaltenteilung. Hinzu kommt die gegenseitige Kontrolle, Checks. Die Gesetze, die der Kongress erarbeitet, müssen beispielsweise vom Präsidenten unterschrieben werden, um in Kraft zu treten. Er kann also praktisch ein Veto gegen Gesetze einlegen. Andersrum kann der Senat den Präsidenten unter bestimmten Voraussetzungen seines Amtes entheben, Impeachment genannt. Der Präsident wirkt auf die Judikative ein, indem er die Supreme Court Richter vorschlägt. Auch sie werden vom Kongress bestätigt oder abgelehnt. Dafür kann der Supreme Court kontrollieren, ob die Handlungen des Präsidenten, also zum Beispiel die Executive Orders, verfassungskonform sind und kann sie im Zweifel stoppen. Und der Supreme Court überprüft auch die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze, die der Kongress erlässt. So viel zur amerikanischen Gewaltenteilung, Checks and Balances. Zusammen mit den Wahlen ist das Grundgerüst der amerikanischen Demokratie. Aber wie stabil steht dieses Gerüst? Gar nicht so stabil, sagt Trump. Unelected deep state operatives who defy the voters to push their own secret agendas are truly a threat to democracy itself.
Die Verschwörungserzählung vom Deep State geht so: Die Demokratie werde durch eine korrupte Elite bedroht, die sich die Macht gekrallt habe, die gar nicht den Willen des Volkes vertrete, sondern irgendeinen Geheimplan, und man müsse sich die Macht zurückholen. Ja, wer diese Folge gesehen hat, erkennt es sofort, das ist klassischer Populismus. Wir, das Volk gegen die Elite. Das sieht nicht nur Trump so, sondern ist auch Bestandteil des sogenannten Project 2025. Dieses Programm wurde entwickelt von über 100 konservativen Organisationen, allen voran der Think Tank The Heritage Foundation. Ihr Ziel, den Staat in ihrem Sinne umzukrempeln. Und wie sie das machen wollen, ist kein Geheimplan. In diesem 900 Seiten langen Werk kann jeder, der sich dafür interessiert, nachlesen, welche Maßnahmen von Tag 1 an ergriffen werden sollen, wenn der nächste republikanische Präsident ins Amt kommt. Da ist die Rede von Feinden im Innern und im Ausland. Die Zeit läuft weg, sonst sei Amerika verloren. Und ähnlich wie bei Trump handelt es sich bei dem Feind um eine diffuse, aber jedenfalls linke oder woke Elite, die es zu bekämpfen gilt. Aber Trump hat sich von Project 2025 und der Heritage Foundation immer wieder klar distanziert. Heritage does such an incredible job. Ach so, ja stimmt. Nee, habe ich ganz vergessen. Er hat sie auch immer wieder gelobt. Gleichzeitig will er aber gar nichts mit denen zu tun haben. I have nothing to do with Project 2025. That's out there. I haven't read it. I don't want to read it purposely. I'm not going to read it. Er will nicht lesen, das zumindest scheint glaubwürdig. Aber es ist für ihn geschrieben. Nicht nur, dass mindestens 25 der 34 Autoren ehemalige Mitarbeiter von Trumps erster Regierung sind. Sie greifen auch auf Trumps Werkzeugkasten zurück, um sich die Macht zurückzuholen. Mit der Order 66. Nee. Oder? Nein, stopp. Das hab ich... hab ich verwechselt. Das andere, nicht Order 66. Schedule F, sorry. Und das sind doch auch die falschen Kostüme auch. Egal. Ich meinte Schedule F. Was bedeutet Schedule F und warum muss ich dabei an einen Klonkriegerangriff denken? Also, in den USA gibt es Bundesangestellte, so ähnlich wie Beamte in Deutschland. Die gehören nicht zum politischen Personal, sondern sind quasi Fachkräfte, die nicht einfach ausgetauscht werden, wenn eine neue Regierung ins Amt kommt. Sie sollen generell nicht aus politischen Gründen eingestellt oder gefeuert werden können. Schedule F hebt aber genau das für viele dieser Positionen auf und wurde 2020 von Trump eingeführt per Executive Order, was ihm deutlich erleichtert, unabhängige und unparteiische Angestellte durch loyale Trump-Anhänger auszutauschen. Biden wiederum, wer kennt ihn noch? Genau, Biden nahm Schedule F 3 Tage nach seinem Amtsantritt zurück, aber dabei soll es nicht bleiben, wenn es nach Trump geht. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. Ja, und für diese Neubesetzung hat Project 2025 auch längst das Casting gestartet. Konservative können sich bei dieser Datenbank registrieren. Da beantwortet man Fragen zur politischen Einstellung, zum Beispiel, was man von Schwangerschaftsabbrüchen hält. Ist klar, die einzige richtige Antwort ist No to Pro-Abortion. Ja, doch. Für diese Freiwilligen gibt es dann eine Art Bootcamp, das sie für den Einsatz in verschiedenen Ämtern vorbereitet. Die Rede ist von einer Armee geschulter Konservativer, die ab Tag 1 bereitstehen sollen, dem Präsidenten zu dienen. Das hat irgendwie so Minion-Vibes. Aber gut, so viel erstmal zu Project 2025. Wer jetzt noch entspannt ist, weil das ja alles nur Pläne für die Zukunft sind. Es gibt jetzt schon große Gefahren für die Demokratie. Gehen wir noch mal zurück zu den Gewalten. Wenn der Präsident eine Executive Order wie Schedule F veranlasst, hat der Kongress die Möglichkeit, zum Beispiel neue Gesetze einzuführen, die das verhindern können. Das setzt allerdings voraus, dass sich der Kongress auch einigen kann. Und das kann er oft nicht. Zum Beispiel kommt es immer öfter zu sogenannten Shutdowns. So nennt man das, wenn sich der Kongress nicht über den Haushalt einig wird. Dann tut sich nicht mehr viel. Und während Trumps Amtszeit gab es da übrigens einen Rekord. Da gab es über einen Monat lang politischen Stillstand. Währenddessen mussten 800.000 Bundesangestellte entweder Zwangsurlaub nehmen oder unbezahlt weiterarbeiten. Und es geht noch weiter. Gehen wir zur Judikative. Jetzt kommt's. Wir erinnern uns. Die neuen RichterInnen des Supreme Courts werden vom Präsidenten ernannt, und zwar auf Lebenszeit. Das heißt, nur wenn jemand stirbt oder zurücktritt, wird neu besetzt.
Klar, RichterInnen müssen politisch neutral sein, aber natürlich wählen die Präsidenten gerne diejenigen aus, die eher in die eigene politische Agenda passen. Das machen beide Parteien so. In Obamas zweiter Amtszeit war das Verhältnis noch eher ausgeglichen. Auf dem Spektrum von sehr liberal bis sehr konservativ waren die RichterInnen recht gleichmäßig verteilt. Aber dann ging es sehr schnell. März 2016. Ein Richter verstirbt, Obama nominiert einen Nachfolger. Aber der Senat blockiert und nimmt diese Nominierung nie an. Im Senat halten nämlich die Republikaner die Mehrheit und die sagen, nee, das ist viel zu knapp vor der Wahl, total unfair, sowas machen wir nicht. Wir warten mit der Abstimmung, bis der nächste Präsident kommt. Und das, obwohl es bis zur nächsten Präsidentschaftswahl noch 8 Monate waren. Das ist das erste Mal seit 1880, dass der Senat die Besetzung des Supreme Courts behindert. Die Blockade galt als außergewöhnliche Normverletzung im demokratischen System. Januar 2017. Präsident ist jetzt Donald Trump und er ernennt den neuen Richter. 2018. Ein weiterer Richter tritt in den Ruhestand. Trump bestimmt auch seine Nachfolge. Und dann September 2020. Die liberale Richterin Ruth Bader Ginsburg stirbt. Jetzt sind es nur noch 1,5 Monate bis zur nächsten Präsidentschaftswahl. Aber hier sagt der Senat, das ist gar kein Problem. Das machen wir noch schnell. Und Trump darf zum 3. Mal ein Richteramt vergeben. 3 Mal in 4 Jahren. Zum Vergleich, bei Obama waren es 2 Ernennungen in 8 Jahren. Die letzte Ernennung kam dann von Präsident Biden. Trotzdem ist der Supreme Court jetzt mehrheitlich konservativ. Und das spiegelt sich auch in seinen Urteilen wider. Ein Beispiel dafür ist die harte Politik zu Schwangerschaftsabbrüchen in einigen Bundesstaaten, die erst durch ein Supreme Court-Urteil möglich wurde. Aber mindestens genauso krass war das Urteil im Verfahren Trump versus United States. Das ist kein Witz, das ist, so heißt es offiziell. Darum ging's, als Trump 2020 die Wiederwahl verlor, hat er das ja nicht so gut weggesteckt. Er verbreitete Lügen von Wahlbetrug und Korruption, was ja unter anderem dazu führte, dass wütende Trump-Rächer im Januar 2021 das Kapitol stürmten. Trump wurde deshalb unter anderem der aktiven Anzettelung einer Verschwörung angeklagt. Doch der Supreme Court entschied, keine Verurteilung von Trump. Also Trump wurde doch jetzt schon oft genug verurteilt. Irgendwann reicht's aber auch. Dass er hier aber nicht verurteilt wurde, hat wirklich eine fundamentale Bedeutung. Der Supreme Court urteilte nämlich, dass Trump als Präsident immun ist. Das bedeutet, dass er sich gar nicht strafbar machen kann, wenn er, Zitat, offizielle Amtshandlungen ausübt. Und das ist natürlich krass, denn was genau gilt denn als offizielle Amtshandlung? Fast alles, was ein Präsident macht, kann ja irgendwie als offizielle Amtshandlung ausgelegt werden. Eine Richterin des Supreme Courts formulierte es so: Der Präsident stehe jetzt wie ein König über dem Gesetz. Also es war 2016 eine Befürchtung, nachdem Trump seine erste Wahl gewonnen hatte, dass er dieses Amt jetzt umbilden könnte, mehr in Richtung eines autoritären Regimes. Und da haben wir noch gesehen, dass das System der Gewaltenkontrolle funktioniert hat. Inzwischen muss man ein bisschen vorsichtiger sein, weil 2 der 3 Gewalten, die hier sehr wichtig sind, sich massiv verändert haben. Die Legislative, der Kongress schon etwas länger. Und das macht es einem Präsidenten dann leichter zu regieren, weil er dann nicht mehr Gegenwind spürt von diesen beiden anderen Institutionen. Und das könnte für die zweite Amtszeit problematisch werden. Fassen wir zusammen. Das Beispiel USA zeigt, dass eine demokratische Verfassung durch demokratische Prozesse in Schieflage geraten kann. Bleibt die Frage, kann auch unser demokratisches System kippen? Kurz gesagt, ja. Autokratien entstehen nicht über Nacht, aber vielfach durch Recht. Rechtliche Mechanismen können eben von autokratisch gesinnten Parteien oder Individuen häufig genutzt werden, um unter dem Deckmantel der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie demokratische Mechanismen auszuhöhlen und diese auch abzuschaffen. Beispiel: Die AfD wurde und wird ja auch demokratisch gewählt, wie in Thüringen, wo sie gesichert rechtsextrem ist. Genauer gesagt, Zitat, eine erwiesen rechtsextremistische Bestrebung gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung. Durch ihr hohes Wahlergebnis hat die AfD dort die sogenannte Sperrminorität erreicht. Das heißt, sie kann auch ohne Mehrheit wichtige Beschlüsse des thüringischen Landtags blockieren. Ähnlich wie im amerikanischen Kongress. Grundsätzlich ist das Tool einer Sperrminorität ja demokratisch, aber sie kann eben auch ausgenutzt werden. Neben starken Verfassungen kommt es deshalb auf einen starken demokratischen Willen in der Gesellschaft an. Und ich möchte hier was aus unserer Populismus-Sendung wiederholen, weil es sehr wichtig ist. Ja, der Rechtspopulismus hat einen Kern, der antidemokratisch ist. Und zwar, weil die Idee des Volkes eine Idee ist, die anderen ausschließt. Damit werden
zwei Hauptprinzipien der Demokratie verletzt. Das eine Prinzip ist die Gleichheit, dass wir alle gleich sind. Und das andere Prinzip sind die Menschenrechte. Plötzlich gelten Menschenrechte nur für bestimmte Gruppen. Und deswegen ist es auch so gefährlich, wenn eigentlich liberale, linke oder konservative Stimmen diese Rhetorik wiederholen. Dass sie ihre Söhne, die kleinen Pappen... Ja, danke, genau, stopp. Genau das. Tun sich denn konservative Parteien mit dieser Art von Populismus überhaupt einen Gefallen? Eigentlich nicht, weil sie bekommen maximal eine Wahlperiode damit gewonnen. Am Ende optieren die Wähler tatsächlich für das Original. Und das sehen wir, das ist der Fall von Frankreich und das ist jetzt schon der Fall von den Niederlanden. Dieses März-Beispiel ist ja schon älter, aber seither gab es ja zahlreiche weitere Beispiele von verschiedenen PolitikerInnen auch, die ich jetzt hier ungern wiederholen möchte. Also das ist alles ja noch hochaktuell. Deshalb an alle Politiker demokratischer Parteien: Populismus und Polarisierung sind nicht nur schlecht für euch, sondern auch für den demokratischen Willen. Eine Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit, sondern muss gepflegt und gelebt werden. Ja, mit Zuspitzungen und Empörungen kriegt man sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit. Trump ist da ja auch Meister drin, aber manchmal muss man sich doch darauf besinnen, dass der Schutz unserer Demokratie unser kleinster gemeinsamer Nenner bleiben muss. Wenn ihr noch mehr MyThinkX sehen wollt, alle 42 Folgen sind in der ZDF-Mediathek werbefrei und kostenlos. Wobei eigentlich noch viel krasser als kostenlos, denn ihr habt schon dafür bezahlt. Danke für euren Rundfunkbeitrag, ohne den es MyThinkX nicht gäbe. Wir sehen uns hier oder in der Mediathek. Bis dahin, bleibt sicher.